Gehen wir mal runter in den Keller gucken. Oh Mann, ist ja dunkel hier. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem Spirevo-Kanal. Der Kanal rund um mein natürliches Leben, an auf zu lachen. So, heute wollten wir euch zeigen, wie wir unseren Käsekeller gebaut haben, wo wir unseren Käse drin reifen. Hier sind heute Sven und Anna, die ja unsere Hauptkäsemacher sind und den Käse da unten zum Lagern, zum Reifen einlagern, so, genau. Das ist richtig. So, weiter geht's nach dem Intro. So, das heutige Video haben wir euch in 2 Teile aufgeteilt. Und im ersten Teil machen wir einen kleinen Rundgang durch unseren Käsekeller. Und im zweiten Teil wollten wir euch eine kleine Dia-Show zeigen, wie wir den Keller gebaut haben. Ja. Auf geht's zum Rundgang. So, dann lass uns doch mal reingucken. Ja, und mal den Keller von innen an. Ja, erstmal eine isolierte Tür. Ja, sau nice. Ja, dann haben wir hier einen kleinen Vorraum, wo halt vielleicht gewisse Ungeziefer, Insekten oder so schon mal vorab gebremst werden und auch die Temperatur ein bisschen gedämmt wird, dass die hier an der Tür noch stehen bleibt. Das ist nochmal eine Holztür, massiv. Ja. Ja, gut, dann gehen wir mal runter. Hier haben wir jetzt 50 Stufen. Ich guck mal gerade da runter. Ja. 40 Stufen, 2 Podeste, eine Gesamttiefe von 11 Meter. Ja, also hier wird der Käse in ein Sudebad gelegt, wo der 24 Stunden circa noch Molke lässt und dann hier oben abtropft. Auch nochmal 12 bis 24 Stunden so in etwa. Oben ist ein Lüftungsrohr, damit auch alles gut belüftet ist. Ja, und hier geht es dann nochmal tiefer runter bis zum Lagerkeller. Hier haben wir noch eine Nische, die soll noch ausgebaut werden mit Regalen und einer Tür für eventuell Blauschimmel oder so spezielle Edelschimmelkäse zu reifen. Da war die Lüftung, ne? Ja. Ja, überall haben wir Lüftungsrohre. Da kann man auch schon ein bisschen erahnen, wie tief man hier ist. So, und hier der Schacht, wofür ist der hier in die Erde ist? Ja, hier ist noch ein Schacht, ein Brunnenschacht, wo man halt dann mit dem Gefäß Wasser rausschöpfen kann. Ja, und dann gehen wir mal hier im Lagerraum rein, gucken uns den Käse mal an. Oder den Käsereifraum. Ja, hier vorne haben wir den jetzt jungen Käse, der jetzt dieses Jahr erst produziert wurde, hier mit Rotwein und hier mit Apfelwein. Ja, das sind die ganz neuen hier. Ja. 5 Tage oder so. Und die anderen schon bis zu einem Monat. 5 Tage alt und sicher 1 Monat alt. Ja, In etwa. ja, Monat und auch schon. Man sieht auch, die sind trockener, kriegen schon so eine leichte Runde. So halt. Ja. Alle sind einzeln nummeriert und festgehalten, was wir, wie wir den Käse gemacht haben. Dass man auch in einem Jahr noch nachvollziehen kann, wie wir es gemacht haben. Ja. Ein Rezept. Vorne haben wir noch einen Blauschimmel, aber der ist ungespannt, der ist jetzt erst frisch gemacht worden. Kann man noch nicht viel sehen. So, hier hinten sind die Ältesten, die sind schon bis zu 8 Monate alt. 7, 8 Monate jetzt alt. Und ja.
noch ungefähr wie viel ist. Ja, die werden regelmäßig abgebürstet, ja, halt Schimmelbildung einzudämmen und nicht hochkommen zu lassen. Ja. Da ist ja relativ feucht hier in dem Raum. Na, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, muss man schon sehen. Ja, die brauchen jetzt schon nicht mehr so viel Pflege. Die werden ein bis zweimal die Woche eingerieben oder abgerieben. Und die ersten brauchen dann noch ein bisschen mehr Pflege. Die werden alle 2 Tage, reiben wir die ein mit so. Die Temperatur, habe ich hier gesehen, ist bei 15 Grad und bei 110% Luftfeuchtigkeit. Ja. Stimmt aber nicht. Also 100%. Ja. 100% ist ein bisschen viel, aber ja, es geht. Scheint im Käse aber nicht zu schaden. Ja. Ja, also, wie viele Steine waren hier nochmal drin? 6.000, 7.000 hat man hier verarbeitet. Und ich meine, 3 Monate haben wir ungefähr insgesamt hier dran gearbeitet. Ja. Ich meine, wir hatten letztes Jahr, 2019, hatten wir im Ende Oktober, Anfang November hatten wir angefangen, für aber nur so 2-3 Wochen den Anfang gemacht und dann hatten wir Dezember, Januar pausiert. Und Ende Januar haben wir wieder angefangen und waren Ende März, meine ich, fertig mit dem Keller. Genau, ich glaube Mitte Januar hatten wir die Steine abgebaut im alten Gebäude, weil zum größten Teil ja recycelte Steine sind aus einem alten Gebäude. Also ja, vieles haben die Männer gemacht, aber das Schöne war eigentlich auch, dass die Frauen auch helfen konnten, gerade beim Erdreich raustragen. Das war echt schön eigentlich so zusammen. Ja. Wie viel war nochmal, wie viel habt ihr raus? Ich meine so um die 150 Kubikmeter und ca. 200 Tonnen Erdreich, was wir mit Trage... Ja, genau. Und dann abgearbeitet und halt 3 Tragen haben wir, mit 3 Tragen haben wir die rausgetragen. Genau. Ja, und da oben konnte halt immer nur einer arbeiten zum Stemmen und dann waren immer 2 da, die rausgetragen haben. Und hier unten im Kellerraum selber, der ist natürlich was größer, da hat man mehr Platz, konnten dann natürlich direkt ein paar mehr Mann dran. Also da waren wir mit 4 bis 6 Mann, glaube ich, so weit. Ja, der Bodenniveau ist 11 Meter und Deckenmaß 9. Ja. Na, die Tiefe brauchen wir halt, um die Temperatur halt hier unten halten zu können, ne? Weil in der Tiefe halt eine konstante Temperatur zwischen 14 und 16 Grad eigentlich ist. Ja, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Der Keller, den wir vorher hatten, der hat es nicht gepackt im Sommer, der war zu warm für den Käse. Der ist jetzt auch schon 4 Grad gestiegen, von Winter bis jetzt, schon 4 Grad Temperatursteigerung. Und hier sind wir konstant bei 14 bis 15 Grad. Selbst wenn es draußen, wie viel hatten wir? 38 Grad sind, ist es hier unten konstant 14. Ja, 14 bis 15. Spannend. Ja, also bis jetzt sind wir sehr zufrieden. So, dann gehen wir nochmal hoch. Ja. So, wenn ihr euch fragt, wo wir das ganze Erdreich hingebracht haben, das haben wir alles hier gleich noch oben drauf gepackt. Und natürlich, dass wir noch mehr Isolierung auf dem Keller haben. Und wie ihr seht, haben wir hier jetzt auch Kürbisse hingepflanzt, die nochmal dabei helfen sollen, wenn die jetzt im Hochsommer jede Menge Blattwerk entwickeln, eine gute Isolierung nochmal auf dem Keller zu kriegen.
Ja, da habt ihr einen kleinen Einblick bekommen von unserem Käsekeller. Ja, was man noch dazu sagen kann, war halt wirklich ein ziemlich großes Projekt für uns. Ja, wo halt viele Leute involviert waren. War eigentlich täglich morgens früh und abends auch Spätschicht gemacht. Wo halt wirklich reingeklotzt haben. Weil das ist die einzigste Möglichkeit, wo wir sehen, dass man natürlich Käse lagern kann. Jetzt alles, was mit Kühlanlage oder so läuft, wir wollen halt, wenn es geht, weitestmöglich auf Strom verzichten. Das ist einfach auch ein Stück Freiheit mehr für uns, für unser Leben. Ja, das war halt ein Riesenthema von uns, gell? Die Energie, die wir gebraucht haben, für die Kühlanlage andauernd laufen zu haben. Genau. Ja, so haben wir halt die natürlichste Art und Weise für Käse. Ja, war zum Teil auch hier und da mal gefährlich, weil ja auch unter der Erde so ein Stollengraben, da kann ja auch mal was einkrachen, aber... Ja, deswegen haben wir auch immer nur 2 Meter ausgehoben und dann zugemauert. Stück für Stück. Damit Safety first, ne? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dass ihr auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir ein neues Video veröffentlichen, natürlich da benachrichtigt werdet. Wir sehen uns. Ciao. Genau.